Willkommen zurück zur Küchennähserie. Hier im 4. Teil nähen wir gemeinsam einen Topflappen, passend zur Kochschürze und dem Geschirrtuch. Falls du die ersten Folgen verpasst haben solltest, blende ich dir hier oben den Link zur Playlist ein. Um keine weiteren Folgen zu verpassen, abonniere meinen Kanal und drück die Glocke. Ich persönlich liebe Topflappen, weil sie so hübsch aussehen mit ihren Absteppungen und der bunten Umrandung. Ich könnte mir so vorstellen, dass sich auch Freunde und Familie über einen freuen würden. Es ist also auch eine gute, selbstgemachte Geschenkidee. Hi, ich bin Jenny, gelernte Schneiderin und Modedesignerin und in meinem Kanal So You dreht sich alles ums Nähen. Also, legen wir los und ran an die Nähmaschine. Diese Materialien brauchst du für den Topflappen. Für die eine Seite verwende ich wieder meinen Gemüsestoff, wie schon für die Schürze und das Geschirrtuch. Für die Rückseite nehme ich einen farblich passenden Uni-Stoff. Beide bestehen aus 100% Baumwolle. Keine synthetischen Stoffe bitte, denn die könnten bei den Temperaturen eines heißen Backblechs schmelzen. Als Isolationsschicht zwischen die Außenstoffe braucht es einen Volumenvlies. Der Thermolam Vlies oder Insul-Bright sind zum Beispiel genau dafür gemacht, aber ich verwende ein 100% Baumwollvlies. Der ist zwar etwas dünn und ich muss daher mehr Lagen zuschneiden, aber ich hatte noch Reste davon und ich bevorzuge Naturmaterialien. Außerdem braucht es wieder ein Schrägband in einer passenden Farbe. Das Schnittmuster ist ein 20 cm x 20 cm großes Quadrat mit abgerundeten Ecken. Du kannst gerne meine Vorlage herunterladen, ausdrucken und ausschneiden. Die Vorlage hat eine Rundung, die sich gut mit dem Schrägband einfassen lässt. Steck das Schnittmuster auf den Stoff und schneide es einmal ohne Nahtzugaben aus. Schneide es auch einmal aus dem unifarbenen Stoff zu. Falte das Vlies, dass es 2- bis 4-lagig ist, und steck das Schnittmuster darauf. Schneid diese Teile ebenfalls ohne Nahtzugaben zu. Wenn du ein dickeres Vlies verwendest, reichen wahrscheinlich bereits 2 Schichten. Zeichne mit Schneiderkreide oder ähnlichem, das sich auswaschen lässt, auf die Außenseite diagonale Linien im Abstand von 4,5 cm über das ganze Stoffteil. Zeichne im rechten Winkel dazu nochmals Linien mit 4,5 cm Abstand. Leg dieses Stoffstück auf die Vliesteile. Leg das andere Baumwollschnittteil mit der schönen Seite nach außen auf die andere Seite des Vlieses. Steck die Schichten so zusammen. Das Schnittteil mit den Markierungen liegt oben. Nähe die Teile entlang der Markierungen zusammen. Sichere jeweils am Anfang und am Ende die Stiche, indem du ein paar Stiche vorwärts, rückwärts und wieder vorwärts nähst. Schneid am Schluss alle Fäden ab. Stepp alle Markierungen ab. So sieht es nun aus. Schneid überstehende Vliesstücke weg. Markiere an der oberen Geraden die Hälfte der Strecke mit einer Stecknadel. Das Muster des Stoffes gibt die Richtung an. Klapp eine Kante des Schrägbandes auf und lege es an die Kante des Topflappens. Es sollte ca. 3 cm links der Bezeichnung überstehen. Steck die Stecknadeln genau in den gebügelten Umbruch. Zieh die Kante des Schrägbandes in der Rundung leicht auseinander, sodass der gebügelte Umbruch ohne Falten oder Zug angesteckt werden kann. Steck das Schrägband rundherum fest, aber Ende oben angekommen ein paar Zentimeter vor dem Anfang des Bandes. Nähe das Schrägband auf den Stoff. Nähe dazu genau auf dem gebügelten Umbruch. Sichere die Stiche am Anfang.
Achte in den Rundungen darauf, dass es auf der Nählinie selbst weder Falten im Band noch im Stoff darunter hat. Zupf den überstehenden Teil des Schrägbandes dazu am besten stückweise zurecht. Klappe den Anfang des Bandes nach oben. Leg den Rest des Bandes 1 mm nach unten versetzt darüber. Näh weiter bis ca. 1 cm vor die Bezeichnung der Hälfte. Zieh nun das Band schräg zur rechten Seite nach oben. Nähe weiter im Umbruch bis an den Rand des Topflappens. Sichere die Stiche und schneid die Fäden ab. So sollte die Nählinie ungefähr verlaufen. Falte das Band rundherum nach oben und lege es um die Kanten des Topflappens. Stecke es von vorne fest. Platziere die Stecknadeln knapp oberhalb des Überganges auf dem Band. Wenn du den Stoff jetzt von hinten anschaust, sollten die Stecknadeln das Band auch hinten mitgefasst haben. Wenn nicht, falte das Schrägband so, dass es mitgefasst wird. So ist es wahrscheinlicher, dass du beim Nähen das Band ebenfalls mitnähst. Achte in den Rundungen darauf, dass sich auf der Rückseite keine Falten im Band bilden. Falte die Ecke des Anfanges, wenn nötig, nach innen, damit sie nicht mehr sichtbar ist. Leg den Rest des Bandes in eine Schlaufe, um die Länge des Aufhängers zu bestimmen, und schneide es ein paar Zentimeter weiter unten ab. Halbiere das Band und stecke es fest. Starte beim Übergang zum Aufhänger und nähe das Schrägband fest. Sichere die Stiche. Nähe mit einem kleinen Abstand vom linken Rand des Bandes entfernt mit einer Stichlänge von 3. Wieder oben angekommen, nähe bis ans Ende des Schrägbandes und sichere dort die Stiche. Schneid alle Fäden ab. Tut mir so leid, dass es nicht richtig fokussiert hat. Wie ärgerlich. Kontrolliere, ob das Schrägband auf der Rückseite überall mitgenäht wurde. So sollte es nicht aussehen. Bei mir hat es eine kleine Stelle nicht mitgefasst. Weil wir aber den Aufhänger gleich dort befestigen, nähe ich diese Stelle nicht nochmals. Leg eine schöne Schlaufe als Aufhänger und steck sie fest. Nähe die Schlaufe fest. Nähe dabei auf der Vorderseite und genau auf der bereits genähten Stepplinie. Vorwärts, rückwärts und wieder vorwärts. Befestige die Schlaufe nochmals, indem du noch auf der schrägen Stepplinie durchnähst. Wiederum vorwärts, rückwärts und vorwärts. Schneid alle Fäden ab. Schneid den überstehenden Rest des Bandes weg. Und fertig ist ein hübscher, selbstgenähter Topflappen. Nächstes Mal nähen wir gemeinsam den passenden Ofenhandschuh. Also abonniere meinen Kanal und drück die Glocke, um die Folge nicht zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß beim Nähen und Kochen!